Hi, ich bin Christopher von iDock und heute möchte ich dir zeigen, wie du den Akku von deinem Samsung Galaxy S7 austauschen kannst. Die Reparatur ist wirklich ziemlich schwer, weil der Akku stark verklebt ist und du solltest so 60 Minuten dafür einplanen. Du brauchst folgendes Werkzeug für die Reparatur: einen Stahlspatel, mehrere Plektren, einen Saugnapf, eine Pinzette, einen Phillips-Schraubendreher und einen Spatscher. Außerdem empfehle ich dir noch eine Magnetmatte, damit du deine Schrauben ordentlich wegsortieren kannst. Das genannte Werkzeug findest du in unserem Shop und solltest du an einer Stelle nicht weiterkommen, kannst du auch die bebilderte Anleitung auf unserer Internetseite aufrufen. Wenn du noch Fragen hast, kannst du diese über die Kommentarfunktion stellen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Reparatur. Bevor ich mit der Reparatur beginne, schalte ich das Gerät aus, indem ich den Standby-Button gedrückt halte und dann Ausschalten im Menü auswähle und bestätige. Ich entferne jetzt die SIM-Karte bzw. den Schlitten für SIM-Karte und MicroSD-Karte. Um das Backcover zu entfernen, muss ich es erst mit der Heißluft erwärmen, da es stark mit dem Gehäuse verklebt ist. Dazu führe ich meinen Heißluftföhn einige Male über das Gerät, bis es schön warm ist und der Klebstoff somit geschmeidiger wird. Dann setze ich meinen Saugnapf am unteren Ende des Gerätes an, ziehe daran und führe gleichzeitig ein Plektrum zwischen Backcover und Gehäuse ein, mit dem ich am gesamten Rand den Klebstoff vom Backcover löse. Wenn ich dann einmal am gesamten Rand entlang gefahren bin, kann ich das Backcover anheben und entfernen. Die 3 Antennen sind mit insgesamt 12 Phillips-Schrauben gesichert. Diese entferne ich jetzt, damit ich weitermachen kann. Wenn die Schrauben in den Öffnungen hängen bleiben, ziehe ich mir diese mit der Pinzette vorsichtig heraus. Als nächstes entferne ich diesen kleinen Aufkleber, der auf dem Akku und der unteren Antenne klebt. Ich löse jetzt die 3 Antennen und beginne bei der oberen. Ich hake hier in den Schlitz ein und hebe sie mir somit heraus und kann sie dann entfernen. Als nächstes beginne ich bei der mittleren Antenne. Diese ist hier noch einmal eingehakt und ich muss sie nur hochklappen und kann sie schon herausnehmen. Bei der unteren Antenne setze ich ungefähr hier an, hebe sie dann auch einfach nur etwas hoch und entferne sie. Bevor ich jetzt weitermache, trenne ich als erstes den Akku mit dem Spatscher, hake einfach unter den Kontakt und hebe dann den Kontakt herunter. Als nächstes entferne ich die Frontkamera. Zuerst löse ich den Kontakt der Frontkamera von der Hauptplatine und dann nehme ich die Kamera vorsichtig mit der Pinzette heraus. Ich trenne jetzt alle Kontakte von der Hauptplatine und beginne mit der Lautstärkewippe, gehe dann zum Annäherungssensor, löse die Hörmuschel. Als nächstes löse ich das Display bzw. den Display-Kontakt. Dann den Power-Button. Die beiden Antennen. Und den Kontakt für die Sensortasten. Ich nehme jetzt die Hauptplatine heraus, muss dabei aber beachten, dass sie auf der Unterseite noch mit dem USB-Anschluss verbunden ist. Und bevor ich sie herausnehmen kann, muss ich die Platine noch einmal umklappen und den Kontakt lösen. Ich hebe mir die Platine vorsichtig mit der Pinzette heraus und dann führe ich die Platine an allen Kontakten vorbei und klappe sie dann um. Und jetzt liegt auch schon der Anschluss für den USB-Konnektor frei. Diesen löse ich mit dem Spatscher. Und jetzt kann ich die Platine entfernen. Ich entferne jetzt den Akku und da muss ich vorsichtig vorgehen, damit ich nicht den Akku beschädige. Ich heble seitlich vom Akku mit der flachen Seite von dem Stahlspatel und zusätzlich nehme ich mir den Spatscher zur Hilfe, um dann mit 2 Werkzeugen hebeln zu können. Ich beginne hier seitlich vom Akku, weil dort relativ viel Platz ist. Und sobald der Akku ein bisschen hochkommt, setze ich das zweite, etwas dickere Werkzeug an
um den Akku dann weiterhin oben behalten zu können. Der Akku ist stark verklebt, von daher ist das Ganze nicht so einfach. Aber wie es aussieht, habe ich den Klebstoff jetzt so bezwungen und ich kann den Akku entfernen. Ich setze jetzt den Akku wieder ein. Ich nehme mir dafür hier den Anschlag, um den Akku erstmal anzusetzen, klappe ihn dann langsam runter und drücke ihn fest, damit er sich mit dem Klebstoff ordentlich verbindet. In diesem Schritt setze ich die Hauptplatine wieder ein. Zuerst verbinde ich den Kontakt der USB-Buchse mit der Hauptplatine auf der Unterseite. Muss mit so einem kleinen Klackgeräusch einrasten und dann klappe ich die Platine herunter. Dabei ist natürlich zu beachten, keinen der Kontakte, die auf der Oberseite angeschlossen werden, unter der Platine einzuklemmen. So ein bisschen knifflig, aber machbar. So, da liegt sie auch schon richtig. In der folgenden Reihenfolge verbinde ich jetzt alle Kontakte wieder mit der Hauptplatine. Ich beginne mit dem Anschluss für die Sensortasten, mache weiter bei den beiden Antennenkabeln, gehe dann zum Power-Button, gefolgt vom Displayanschluss. Jetzt schließe ich die Hörmuschel wieder an und dann den Annäherungssensor und zu guter Letzt den Anschluss für die Lautstärkewippe. Die Frontkamera setze ich wieder in die Mulde am oberen Rand des Gehäuses ein und drücke dann den Kontakt an die Hauptplatine. In diesem Schritt verbinde ich den Kontakt des Akkus wieder mit der Hauptplatine. Jetzt setze ich die untere Antenne wieder ein. Ich lehne sie hier an den unteren Rand des Gehäuses und drücke sie dann herunter. Als nächstes setze ich die mittlere Antenne ein. Zuerst hake ich sie an der unteren ein und klappe sie dann vorsichtig herunter. Dann setze ich die obere Antenne wieder ein. Diese setze ich am oberen Rand an und drücke dann an allen Stellen die Antenne fest, damit sie im Gehäuse festsitzt. Bevor ich die 12 Phillips-Schrauben wieder anbringe, klebe ich noch den Klebestreifen wieder an. Dann bringe ich die 12 Schrauben wieder an. Ich setze jetzt zum Abschluss der Reparatur das Backcover wieder auf, gucke dabei, dass es im Rahmen ordentlich sitzt und drücke dann das Backcover an, damit es sich mit dem Klebstoff ordentlich verbindet. Setze jetzt den SIM-Kartenschlitten wieder in das Gerät ein. Dafür setze ich ihn in den Schlitz und drücke ihn dann bis zum Anschlag in das Gerät rein. Die Reparatur ist jetzt abgeschlossen und ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Fragen, Anregungen und Hinweise können über die Kommentarfunktion gestellt werden und die werde ich gerne beantworten. Bis zum nächsten Mal.